Das ist der ganz große Unterschied bei Trennscheiben. Ich habe gerade mit beiden Trennscheiben das gleiche durchgeführt. Die eine fängt gerade erst an, da ist die andere schon völlig am Ende. Die hat wirklich nur 5 mm am Durchmesser verloren und die hier ist so klein, dass man nicht mehr mit weiterarbeiten kann. Und beide Trennscheiben haben das gleiche geschnitten. Jetzt könnte man denken, das ist ein unterschiedlicher Preisbereich, aber die sind beide wirklich in einem ähnlichen Preisbereich. Genau das gleiche hier, ein Sicherheitstest. Die eine ist mir um die Ohren geflogen, die andere Trennscheibe hat es fast unbeschadet überstanden. Und der dritte kleine Vergleich, der ist wirklich auch Hammer. Das ist Chrom-Nickel-Stahl 1.4571, ein Flachmaterial 40 x 20. Hier habe ich immer Schnitte ausgeführt. Die beste Trennscheibe für unter einem Euro hat hier 11 Schnitte geschafft. Die schlechteste hat gerade mal 2 Schnitte geschafft. Also es gibt riesengroße Unterschiede bei Trennscheiben. Ich denke mal, wir sind uns einig, in keiner guten Werkstatt darf ein Winkelschleifer mit einer guten Trennscheibe fehlen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich eine gute Trennscheibe? Ich habe euch die besten Trennscheiben gezeigt, die man für Geld kaufen kann. Da haben viele verständlicherweise gesagt, 3, 4 Euro für eine Trennscheibe, das wollen wir nicht ausgeben. Geht es nicht auch günstiger? Natürlich geht es auch günstiger. Ich habe mir 10 verschiedene Trennscheiben besorgt. Alle kosten unter einem Euro. Und da sind wirklich alle Hersteller dabei, die Rang und Namen haben. Viele Low-Budget-Hersteller, viele Discounter. Und wir werden diese Trennscheiben miteinander vergleichen. Und ich habe euch eben an diesem Beispiel gezeigt, die Unterschiede sind wirklich extrem gravierend. 10 Trennscheiben, alle unter einem Euro, nehmen Test teil. Ich habe für alle die gleichen Testbedingungen. Ich habe eine schöne große Liste erstellt, wo man wirklich sehen kann, welche Trennscheibe wie abgeliefert hat. Und das gucken wir uns jetzt zusammen an. Testaufbau ist jetzt sehr, sehr einfach, aber auch effektiv. Ich habe mir erstmal alle Scheiben selber bestellt, dass das wirklich ein unabhängiger Test ist. Ich habe einen Bosch Winkelschleifer benutzt. Das ist also hier so eine 3M-Version davon. 1900 Watt, 11.000 Umdrehungen, also ein sehr leistungsstarkes Gerät. Alle Scheiben sind aber auch wirklich dafür geeignet. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass die Scheiben nicht abgelaufen sind. Die haben ein Verfallsdatum. Alle Scheiben, die ich hier verwendet habe, sind mindestens bis 2027 nutzbar, sollte man immer darauf achten. Den Test habe ich ganz einfach aufgebaut. Ich habe immer wieder eine neue Trennscheibe benutzt, habe hier eine 6 mm Stahlplatte, die ist 190 mm lang, also davon habe ich einen ganzen Stapel, habe immer 2 Schnitte durchgeführt, habe die Zeit gemessen, das habe ich an den Video-Rohschnittdaten genommen, also da kann man ganz genau gucken, wann man den ersten Schnitt durchführt, die Zwischenzeit rausnehmen kann, also die Zeit ganz genau rausnehmen und habe hinterher natürlich immer gemessen, wenn ich hier 2 Schnitte durchgeführt habe, wie klein der Durchmesser ist, also wie sich der Durchmesser der Scheibe verändert hat. Das ist schon mal eine sehr aussagekräftige Sache. Zweiter Test, ganz einfach an so einem Chrom-Nickel-Stahl Flachmaterial 1.4571, also eine verdammt harte Sache. Ich habe hier die Kante so ein bisschen abgerundet und bin dann mit der Scheibe, mit der Kante hier rüber gegangen. Sollte man natürlich niemals machen. So eine Scheibe wird aber auch immer seitlich belastet und da muss die Scheibe das auch wirklich abkönnen. Bin hier immer 3-mal rübergegangen. Das haben eigentlich fast alle Scheiben wirklich überstanden. Es sind aber auch Scheiben auseinandergeflogen. Das zeige ich euch natürlich gleich in den Testdetails. Abschließend habe ich dann wieder mit einer neuen Trennscheibe geguckt, wie viele Schnitte man hier an diesem Flachmaterial ausführen kann. Das heißt, geguckt einfach, wie lange schafft die Trennscheibe das. Die beste Trennscheibe hat, wie gesagt, 11 Schnitte geschafft. Die schlechteste hat 2 Schnitte geschafft. Das ist 40 x 20 Flachmaterial 1.4571, also sogenannter V4A. Ist also eine richtige Herausforderung für eine Trennscheibe, muss man schon sagen. Ich habe schon Trennscheiben gehabt, die haben hier 15, 16, 17 Schnitte gemacht, aber 11 Schnitte für eine Trennscheibe, die weniger als 1 Euro kostet, ist auch alles andere als eine schlechte Leistung. Ach so, und das Wichtigste, alle Testergebnisse habe ich in eine Liste eingetragen und diese Liste werde ich euch natürlich am Ende zur Verfügung stellen. So ein Test hat jetzt natürlich nicht nur viel Geld gekostet, um mir die ganzen Scheiben zu bestellen. Ich habe hier auch eine Menge Dreck und Staub in meine Werkstatt reingebracht und ich hoffe, ich bringe euch damit einen guten Mehrwert. Würde mich also über einen Daumen hoch freuen, würde mich über ein Abo freuen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, meine Liste und wir gehen erstmal die grauen Mäuse durch. Das ist so das Mittelfeld an Trennscheiben und ich fange mal mit Platz 5 an. Platz 5 ist eine S&R Trennscheibe. Gibt es bei Amazon. Die Trennscheibe, ich
Ich habe hier dann genau immer meine Liste, kann gucken, kostet 67 Cent, hat 41,2 Sekunden gebraucht, um diese beiden Streifen abzuschneiden. Die Scheibe hat hinterher noch einen Durchmesser von 109 mm. Das heißt, so sieht die Scheibe aus, nachdem ich hier dann 2 Schnitte gemacht habe. Ist also wirklich keine schlechte Trennscheibe. Hat bei mir Platz 5 und hat es geschafft, wir können hier durchzählen, 7 Mal von diesem Flachmaterial abzuschneiden. Wie gesagt, beste Scheibe hat 11 geschafft, schlechteste hat 2 geschafft. Also wirklich ein gesundes Mittelfeld. Sehr ähnlich von den Ergebnissen ist hier die Rodius-Trennscheibe. Von Rodius gibt es auch sehr gute, sehr teure Trennscheiben. Gibt es auch zum Beispiel diese 0,6 mm Trennscheiben. Die hier ist so, ja, ich sag mal so mittelmäßig, ne? Steht auch extra Edelstahl drauf, steht auch extra Stainless Steel für Edelstahl drauf. Also ist auch wirklich dafür geeignet. Sicherheitstest völlig unbeschadet, genauso wie bei der S&R-Scheibe. Das ist die Scheibe, mit der ich die beiden Schnitte hier durchgeführt habe. Hat das also auch sehr gut überstanden. Ich habe hier 6 Stücke von dem Flachmaterial abschneiden können. Wir können hier dann auch in die kleine Liste gucken, sehen, eine Trennscheibe kostet 73 Cent. Die war ein bisschen schneller von der Schnittgeschwindigkeit, 40,1 Sekunden, hat aber auch ein bisschen mehr am Durchmesser verloren und hat, wie gesagt, nur 6 geschafft. Also die Scheibe hatte 7 geschafft, die hat hier 6 geschafft und mein Platz Nummer 7 ist eine Bosch-Trennscheibe. Bosch wird von vielen sehr, sehr gehypt. Ich bin da nicht so der Riesenfan, muss ich immer ganz klar sagen. Gerade diese Trennscheiben sind auch wirklich nicht vom Allerfeinsten. Viele haben dieses Klick-System von Bosch, sind da sehr begeistert, weil man die Scheiben dann so schnell wechseln kann. Ich habe mir bewusst nicht dieses Klick-System bestellt. Ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen, kann mir irgendwer eine Kommentare schreiben. Das ist eine Bosch-Trennscheibe. Hier steht sogar noch irgendwas von Long Life drauf. Und man sieht dann an dem Ergebnis, das war übrigens die langsamste Trennscheibe von der Schnittgeschwindigkeit. Für diese 2 Streifen habe ich 52,2 Sekunden gebraucht. Ich habe das Ganze wirklich dann auch nochmal durchgeführt, habe nochmal den gleichen Schnitt gemacht. Es war wieder deutlich über 50 Sekunden. Zum Vergleich, die beiden schaffen das in 40 Sekunden. Also eine deutlich höhere Schnittgeschwindigkeit. Die Scheibe ist dann auch deutlich kleiner geworden. Die hat gerade nochmal 98 mm an Durchmesser. Und das zeigt sich dann natürlich auch, wenn man an dem Flachmaterial schneidet. Da habe ich gerade nochmal 5 Schnitte hingekriegt. Und das sind schon mal massive Unterschiede. 5 Schnitte, 6 Schnitte, 7 Schnitte. Das ist so das gesunde Mittelfeld. Das sind keine Trennscheiben, die irgendwo schlecht sind. Von der Sicherheit her, ich habe hier, wie gesagt, diesen kleinen Belastungstest mit dem Schleifen gemacht. Sowas bitte niemals nachmachen. Das haben aber alle 3 Scheiben völlig unbeschadet überstanden. Das heißt, von der Sicherheit sind die Scheiben wirklich okay. Von der Schnittgeschwindigkeit und halt auch von dem Arbeiten, die man damit ausführen kann oder so, fand ich gerade die beiden Scheiben auch alles andere als schlecht. Bosch ist von der Schnittgeschwindigkeit her sehr langsam, muss irgendwie eine andere Zusammensetzung sein. Das sind so nach meinem Fazit her die grauen Mäuse. Die sind okay, mehr aber auch nicht. Da gibt es deutlich bessere Trennscheiben. Damit das Ganze ein bisschen spannend bleibt, arbeiten wir uns nach unten, aber auch nach oben vor. Ich habe hier meine Nummer 8, also eine Trennscheibe, die schon wieder nicht ganz so gut mehr abgeliefert hat, und 2 Trennscheiben, die wirklich gut geliefert haben. Das ist die gemeinschaftliche Nummer 3. Warum gemeinschaftlich? Die haben beide wirklich fast das gleiche exakt geschafft. Also es ist Wahnsinn. Es ist Nuancen und da habe ich gesagt, von wegen, dann kriegen die beide die Nummer 3. Ich stelle euch mal die Scheiben vor. Das ist eine Einhell-Trennscheibe. Gibt es im 5er-Pack bei Amazon, sind gar nicht mal so schlecht bewertet und da kostet eine Scheibe 69 Cent. Das ist eine Klingspor-Scheibe, eine A60. Klingspor, der Erfinder der Trennscheibe, so wie wir sie heute kennen, gehört natürlich mit dazu. Das ist eine A60, also ein Einsteigermodell von Klingspor, kostet 94 Cent und das ist eine von Ferd.
Bei Pferd muss man immer darauf achten, die haben hier diese Sterne immer bei den Scheiben, also das ist immer dann ein riesengroßer Unterschied. Das ist ein Modell Start, alles sind 125 mal 1 mm Trennscheiben natürlich und so eine Trennscheibe kostet 92 Cent. Die beiden Scheiben bei den Schnitten haben immer ungefähr 41 Sekunden gebraucht, also beide Schnitte waren hier wirklich extrem vergleichbar. Zum Vergleich dazu, die Einhellscheibe hat hier schon 47 Sekunden gebraucht. Also man hat hier schon eine deutlich höhere Schnittgeschwindigkeit und die Durchmesser sind hier nahezu gleich. Muss ich ganz kurz auf meine Liste gucken, sind 113, 114 Millimeter im Durchmesser, 125 haben sie original, haben also 10, 11 Millimeter verloren. Und wenn man sich dann hier im Gegensatz zuguckt, die Einhellscheibe, die ist deutlich, deutlich kleiner geworden. Die hat gerade noch mal 96 Millimeter. Und das merkt man natürlich auch bei den Schnittergebnissen. Das heißt, ich habe hier 9, ich habe hier 8,9, da ist so ein ganz kleiner Fitzel noch in der Mitte. Darum konnte ich den 9. hier nicht abschneiden, habe also gesagt, die sind sehr, sehr vergleichbar von den Ergebnissen. Bei Einhell habe ich jetzt gerade noch mal 4 geschafft. Ja? Das heißt, wenn wir hier von 9 Schnitten reden, haben wir hier 4. Man schafft also mit der Trennscheibe, die ist ein bisschen günstiger, also 69 Cent zu 92, 94 Cent. Man schafft hiermit aber dann nicht mal mehr die Hälfte zu schneiden. Dadurch ist die Trennscheibe dann doch um einiges teurer, muss man ganz klar sagen. Also zumindest von den Schnittkosten her. Sicherheit habe ich auch mit den Scheiben natürlich ausprobiert. Das haben die alle problemlos gemacht. Das war hier kein Problem. Aber die Schnittunterschiede, die sind hier wirklich schon gravierend. Und darum sage ich halt auch immer, bei einer Trennscheibe sollte man lieber ein bisschen mehr ausgeben, kriegt man oft deutlich bessere Scheiben. Aber ich zeige euch nochmal natürlich die nächsten Ergebnisse und die sind dann nochmal viel gravierender. Und das ist jetzt mein persönlicher Platz 2. Das ist eine Dewald-Trennscheibe. Hätte ich nie gedacht, fand ich aber, die war so gut bewertet bei Amazon, da habe ich die mitgenommen. Man sieht, die Trennscheibe hat noch 115 mm, hat also gerade mal 10 mm eingebüßt, hat das hier geschnitten mit einer hammermäßigen Schnittgeschwindigkeit. Und im Gegensatz dazu ist das die Trennscheibe von Parkside. Die Parkside-Trennscheibe, die hat es gerade mal geschafft, das hier durchzuschneiden, dann war die fast am Ende. Ich habe das Ganze extra zweimal durchgeführt. Ich muss aber positiv sagen, ich habe ja schon mal so einen Test durchgeführt, da hatte ich auch eine Parkside-Trennscheibe, die ist mir um die Ohren geflogen. Das ist diesmal nicht passiert. Ich habe wieder diesen seitlichen Test gemacht. Das hat die Scheibe überstanden. Aber von der Schnittleistung und auch von der Zeit, wie die Scheibe schneidet oder so, ist es zwar ein bisschen besser geworden, ist immer aber wirklich noch nicht toll. Ich habe also hier die Zeiten aufgenommen, habe das sogar extra zweimal durchgeführt, habe 47 Sekunden für den ersten Schnittversuch gebraucht, 45,5. Die Durchmesser sind dann hier gerade noch mal bei 79 mm. Das sind also wirklich schon Welten. Ja? Und wenn man jetzt sieht, die Scheibe von Dewald kostet 94 Cent. Die Scheibe hier hätte eigentlich aus dem Test rausfliegen müssen, weil im Normalfall nimmt Parkside 6,90 € oder 6,99 € für 6 Scheiben. Also ist wirklich extrem teuer. Ich habe jetzt mal gesagt, von wegen gut, ich hatte es selber auch für 3,99 € neulich mal im Angebot aus dem Lidl mitgenommen. Da sagen wir 70 Cent die Scheibe. Wenn man sie im Angebot kauft, kann man sagen, kommt noch in den Test mit rein. Und ich denke mal, gerade mit den Parkside-Scheiben, da beschäftigen sich doch immer sehr, sehr viele Leute mit und darum habe ich die in dem Test drin gelassen. Ist aber Platz 9 geworden, hat hier gerade mal 4,5 von den Stücken abschneiden können. Steht auch explizit nicht Inox drauf, aber im Stahlbereich hat sie halt auch wirklich nicht gut abgeliefert und das sind halt schon wirklich gravierende Unterschiede. Hier im Durchmesser, hier wie gesagt 4,5 geschnitten. Die Scheibe von Dewald, die hat 11 Schnitte durchgeführt. 11 Schnitte, 10 mm hier nur verloren, eine bombastische Schnittzeit. Also da hat man schon wirklich eine richtig, richtig gute Trennscheibe und das für den Preis war ich sehr begeistert. Vom Parkside war ich eher so ein bisschen enttäuscht. Es gibt ja auch noch eine günstigere Variante an Trennscheiben. Die müssten dann also im Prinzip noch schlechter sein. Das sollte eigentlich so sein, dass man hier eine
eine sehr gute Trennscheibe für einen sehr guten Preis auf den Markt bringt. 6,90 € oder 99 € ist dann schon wirklich teuer, würde ich sie nicht verkaufen. Wenn man so ein 6er-Pack kriegt für 3,99 €, ja, kann man mitnehmen. Aber man sieht an den Ergebnissen, dass es noch deutlich bessere, aber auch noch deutlich schlechtere Scheiben gibt. Und die zeige ich euch jetzt. Und die Scheibe, die gewonnen hat, die wird euch wirklich umhauen. Und das ist jetzt meine Nummer 1 und das ist mein Platz Nummer 10. Wir gucken uns erstmal den Gewinner an. Also dafür dürfte man eigentlich gar keinen Platz mehr vergeben. Schon allein, weil die einem bei einem ganz einfachen Belastungstest um die Ohren fliegt. Das ist wirklich Wahnsinn. Gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns erstmal den Gewinner an. Und das ist wirklich eine sehr überzeugende Scheibe. Die ist von Amboss Metal Racer, habe ich bestellt, weil sie unglaublich gut ist, bewertet ist bei Amazon. Die Scheibe kostet 45 Cent, ist also auch mit die billigste im Test. Die Scheibe hat eine unglaubliche Schnittgeschwindigkeit, hat hier innerhalb von 35 Sekunden es geschafft, 2 solche Schnitte durchzuführen, hat dabei einen Durchmesser von 108 mm behalten, also ist schon mal eine sehr ordentliche Leistung. Sicherheitstest war auch okay. Und ich habe dann hiermit die Schnitte durchgeführt und das habe ich eben falsch gesagt. Ich habe nicht nur 11 Schnitte mit dieser Scheibe geschafft, ich habe es geschafft, damit 12 Schnitte durchzuführen. Also finde ich von der Zeit her, von der Standzeit her, vom Preis her und so wirklich die beste Scheibe im Test. Die kommt schon wirklich an sehr, sehr gute, sehr, sehr teure Scheiben ran und ist dabei unglaublich günstig. Also war ich schwer begeistert. Ich hatte mir die bestellt, die wird immer so ein bisschen martialisch aufgemacht mit dem ganzen bunten Design hier und habe ich natürlich gedacht, wahrscheinlich ist das so eine Scheibe, das schneidest du ein bisschen mit, passiert nicht viel oder so, aber die hat mich wirklich überzeugt. Also bin ich sehr, sehr positiv begeistert. Da können sich andere eine Scheibe von abschneiden. Ich habe hier natürlich auch einen Sicherheitstest gemacht, war auch wieder überhaupt kein Problem. Und das ist dann die Scheibe von dem Hersteller Action. Schreiben sehr viele, die Scheiben sind wirklich okay, die verwende ich, die sind so billig, sind natürlich die billigsten Scheiben, die kosten 33 Cent. Gibt es im 12er-Pack. Scheiben sind auch nicht abgelaufen oder dergleichen. Ich habe hier diesen Belastungstest, dieses seitliche Schleifen mitgemacht. Da ist mir die Scheibe dann gleich nach dem zweiten Ansetzen, also ich habe immer 3-mal mit allen Scheiben gemacht. Hier ist nach dem zweiten Mal mir die Scheibe schon um Ohren geflogen. Ist also wirklich auch extrem gefährlich. Gerade wenn sich Laien dann sowas irgendwo anschaffen und damit arbeiten, die keine Erfahrung haben, wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich habe damit natürlich auch versucht, diesen Schnitt hier durchzuführen. Man schafft es. Ich habe es im ersten Anlauf nicht mal geschafft, einen kompletten Schnitt durchzuführen. Ich habe das hier extra aufgehoben. Das ist wirklich Wahnsinn. Da ist noch ein bisschen übrig. Und im zweiten Ansatz habe ich es dann geschafft, hier wenigstens einen so einen Schnitt durchzuführen. Mehr aber nicht. Und wenn man dann andere Scheiben sieht oder so, die fangen gerade erst an und nach 2 Schnitten, und die Scheibe ist hier nach einem Schnitt schon im Eimer oder so, kann dir noch um die Ohren fliegen, also ist wirklich gefährlich. Und auch hier dieses Edelstahl abzuschneiden, Chrom-Nickel-Stahl, 1.4571, da schaffe ich hier gerade mal 2 Schnitte. Hier mit 2 Schnitte, mit der Scheibe schafft man 12 Schnitte. Und der Unterschied sind wirklich 33 zu 43 Cent sind es, glaube ich, oder? Guckt in die Liste. 33 zu 45 Cent. Also ist wirklich nur sehr, sehr gering vom Unterschied. Und mich hat hier gewundert, dass mir viele geschrieben haben, wirklich die von Action sind alles andere als schlecht. Da sieht man, dass das nie objektiv ist, wenn man zu Hause irgendwo so ein bisschen was rumtrennt. Wenn man das wirklich mal objektiv vergleicht, was da für Unterschiede rauskommen. Und ich habe mich auch über mich selber geärgert. Ich war ja mal im Action einkaufen, habe dazu ein Video gemacht, habe dann hier einfach mal 2-mal in so ein Vierkantrohr reingetrennt, habe auch gesagt, ja, die schneiden. Ne? Aber ich finde es so jetzt von diesem Testergebnis hier wirklich erschreckend. Und gerade wenn man mal einen Belastungstest macht oder so, wie schnell mir die Scheibe um die Ohren geflogen ist, ist wirklich Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe diese schöne Liste hier erstellt. Den Testsieger kann ich hier unter auch gerne mal verlinken. Den Rest findet ihr von allen Daten her mit den Links in diesem schönen Ergebnis hier. Ich habe eine Download-Seite auf meiner Webseite, da findet ihr das Ganze, werde ich hier unter verlinken, könnt ihr euch angucken. Ich freue mich natürlich darüber, dass ihr hier so lange dran geblieben seid, dass ihr euch das alles angeguckt habt. Ich hoffe, der Test war interessant. Man sieht wirklich, wie massiv die Unterschiede sind und man sieht wirklich auch,
Das kann man bei allen diesen 4 Scheiben sagen, dass man auch für kleines Geld wirklich richtig gute Trennscheiben kriegt, mit denen man wirklich tolle Ergebnisse erzielen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wirklich extrem viel Müll. Es gibt natürlich viele andere Scheiben. Mir haben viele geschrieben, Würth sollte ich unbedingt testen. Habe ich schon mal getestet. Und bei Würth ist es zum Beispiel so, dass man die nur mit Gewerbeschein normal kaufen kann. Darum sind die hier rausgefallen. Und es gibt halt so viel Trennscheiben. Man könnte jede Woche einen neuen Trennscheibentest machen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ich habe mich hier bemüht, 10 Exemplare rauszusuchen, die wirklich extrem verbreitet sind. Von absolut No-Name bis hin zu Profi-Anbietern, die hier wirklich auch günstige, gute Scheiben haben. In diesem Sinne, ich will nicht noch mehr quatschen. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Bis dann, viel Spaß beim Schleifen, beim Trennen. Bis dann, euer Manni.